Ja, hi Leute, willkommen wieder auf meinem Kanal MV Live. Und wie ihr sehen könnt, ich habe wieder gute Laune, Sonne scheint, M3 unterwegs und Wochenende steht vor der Tür. Es gibt auch nichts Schöneres. Ja, und das ist einfach nur super, super geil, macht wieder super viel Spaß. Und ich sag schon wieder so viel super. Ja, weshalb ich das Video heute mache. Ich habe endlich meine 5000 Abonnenten erreicht und ich wollte mich super, super bedanken bei euch da draußen, dass ihr so zahlreich meine Videos schaut, und ich hätte das ja nie gedacht. Vor knapp einem Jahr, ich hätte das letztes Mal nochmal kontrolliert, also das immer so durchgeschaut, wie so meine Abonnenten waren. Ich glaube, vor einem Jahr hatte ich 1000 Abonnenten und ja, jetzt habe ich 5000 und bin da super happy drüber und ja, freue mich immer wieder mit euch zu schreiben, mit den Videos zu drehen, und es ist immer wieder was Neues mit die Leute, die ich kennenlerne, und es macht einfach nur super viel Spaß. Ich hoffe, das kommt auch immer so rüber in meinen Videos, und ich versuche dann auch gleichzeitig immer noch euch da draußen was zu bieten, also an Informationen, irgendwie, dass ich euch weiterhelfen kann, dass es nicht einfach nur ist, ich fahre hier rum und quatsche irgendeinen Scheiß, weißt du, sondern dass ich einfach ein bisschen Mehrwerte bieten kann. Ja, das ist mir ganz, ganz wichtig. Und ich wollte mit euch jetzt einfach mal so durchgehen. Alter, heute ist Freitag. Boah, die fahren so langsam, ey. Geht Krise hier. Ich mache gleich mal die Kamera nach vorne, dann seht ihr das mal. Aber genug schon Quatsch. Lasst uns die gute Laune nicht jetzt vermiesen durch andere Autofahrer, die nicht fahren können. Ich wollte mit euch einfach mal durchgehen, wie es so bei mir angefangen hat mit den Videos. Ich dachte, das ist so vielleicht mal ganz interessant, weil dann lernt ihr mich so ein bisschen mal besser kennen eben halt. Und ja, ich habe ihr wisst das genau, ich habe den M3 ja jetzt fast, also bald 5 Jahre, 4,5 Jahre jetzt. Und wie ihr sehen könnt, dann macht er immer wieder super, super viel Spaß. Und ich bin echt froh und stolz darauf, den zu haben, damit rumfahren zu können. Und man kommt so gut auch in Gespräche mit anderen Leuten. Andere Autofahrer finden das auch echt gut im Wagen. Und der Sound ist sowieso genial. Genau, das ist der einzige und der letzte V8, und deswegen ist es ja sowas ganz Besonderes. Und ich hätte mir damals gedacht, als ich mir den geholt habe, ja, war ich schon so ein bisschen geschockt, muss ich schon ehrlich sagen, von den Unterhaltskosten, und damals war ja auch ein bisschen, ja, was soll man sagen, ich hatte zwar Garantie gehabt, alles und so, aber wenn man dann so die Rechnung kriegt vom Service und Versicherung, und dann ist das schon eine andere Hausnummer, das muss ich schon dazugeben, also da war ich auch ein bisschen erstaunt drüber. Ja, aber das weiß man ja jetzt auch vorher, und ihr kennt ja auch meine Videos, und ich hoffe, dadurch konnte ich schon einigen helfen von euch da draußen. Ja, aber ich habe es nie bereut, den zu holen, und es macht immer wieder Spaß. Ich freue mich jedes Mal wieder aufs Neue auf den Sommer oder Frühling. Und ja, vor allen Dingen jetzt auch mit meinen Leuten da draußen, liebe Grüße gehen raus an die WhatsApp-Gruppe von uns. Das ist schon so eine geile Community. Irgendwie, man schreibt so viel jeden Tag irgendwie, irgendeiner hat mal Probleme, hat Fragen. Oder der eine sagt mal spontan, hey, ich hab Bock zu fahren, komm, wer mit und so, lass uns da treffen, lass uns was essen gehen. Und ja, das ist einfach schon irgendwie ganz, ganz cool, weil das verbindet so einem. So ein Wagen eben halt so die Leidenschaft für M-Fahrzeuge. Wenn du dann so mit Gleichgesinnten zusammen unterwegs bist, die alle einen weg haben, umso lustiger wird's dann eben halt.
She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. Stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, cause all the guys want you tonight. Yeah, they say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out. Was ist los hier? Wir sind beim Rassel. Ja, dann hatte ich mir damals gedacht, als ich mir den geholt habe, den M3, ja, das fing damit an, dass ich in Oberhausen war. Scheiße, die Sonne blendet. Ich mach mal eben mal was. Ich war in Oberhausen und da war so ein, das ist ja jedes Wochenende so ein, ja, so ein kleines Autotreffen auf so einem riesen Parkplatz. Ja, ich habe es auch mal mitgemacht und es war immer ganz lustig. Da hatte ich da den Markus kennengelernt damals aus dem 90-Forum, war es E90-Forum. Da hatte ich Markus kennengelernt und ein paar andere Leute noch. Der hat gesagt, der kommt mal vorbei, ne? Oberhausen ist auch nicht so weit weg, und dann bin ich da mal hingefahren. Und da hatte ich das erste Mal gesehen, also es standen so ganz viele Leute. Ein Bereich vom Parkplatz war jetzt BMW, der andere Bereich war jetzt Audi und der 8 und so alles. Und der eine war VW. Und war so ein bisschen aufgeteilt, aber eine coole Location. Und irgendwie so ein bisschen wie Fast and the Furious. Kennt das ja, wenn da im Film sich die Leute so treffen, weißt du, was hast du unter der Haube, was hast du? Und, ich fand das schon irgendwie ganz geil, hat schon Spaß gemacht. Und
da war auch ein paar Leute waren dann da mit ihren M3s. Da hatte ich damals noch keinen M3, da hatte ich den Diesel nur gehabt, den 535 Diesel. Und da kam die dann vorbei, so auch so komplett umgebaut und ganz knallgelb. Und da waren dann noch andere Leute, die wollten gerne, also der größte Traum war es von denen, einfach mal mitzufahren. Einfach nur mal eine Runde mit in dem Wagen mitzufahren. Und das fand ich schon irgendwie so cool, dass das irgendwie schon, dachte ich mir, ey, wenn ich jemanden einen geilen Wagen habe, würde ich das auf jeden Fall machen. Ich glaube, der da mitfahren wollte, ich glaube jetzt nicht, ob er mitgefahren ist eine Runde, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich fand das einfach so beeindruckend, dass man durch so eine Kleinigkeit jemand so happy machen kann, dass sie so gefreut haben. Oh scheiße, Stau. Ich glaube, ich muss drehen. Ja, und das hatte ich mir so behalten. Dann dachte ich mir, Alter, das M3 ist so geil, die sind da rumgefahren, der Sound habe ich gehört und die Optik. Und dachte ich mir, ey, ich muss auch einen M3 haben. Und dann habe ich mich auf Versuche begeben und dann habe ich nachgeschaut im Internet und dann habe ich so gesehen, ja, so ein bisschen, wenn ja schon wieder günstiger. Und ja, und dann habe ich dann irgendwann zugeschlagen, nachdem ich dann noch 1, 2 Pro gefahren bin und ja, und seitdem bin ich einfach nur happy und du bist so angefixt. Du willst wenn du einmal so M gefahren bist, dann ist das einfach so der M-Virus. Ich glaube, das kennt ihr da draußen. M ist immer was anderes, als wenn du jetzt, sag ich mal, im normalen 335, will jetzt keinen Aufruhr da draußen machen. Aber ihr kennt das ja. Ein M-Fahrzeug ist immer besonders speziell und auch anders abgestimmt. Und ja, das ist immer noch was Besonderes. Ja, und dann hatte ich mir so überlegt, dass ich mal so nach und nach so ein paar Videos mache. Und der Flo aus Nürnberg, liebe Grüße nochmal, war auch schon zugange. Ich weiß, glaube ich, gar nicht, wie viele Abonnenten er damals hatte. Ich glaube, irgendwas mit 10, über 10.000 oder so. Vor 3, 4 Jahren, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall hatte ich das dann gesehen, habe auch seinen Kanal abonniert und verfolgt und fand das eine ganz coole Idee, dass man so den Leuten so ein bisschen was bietet eben halt und weiterhilft und ja, so fing das dann an. Und ich weiß noch auch genau, dass der Robert, mein lieber Kollege hier von Max Performance, der hat mich damals ja noch ausgelacht, als ich mit meiner Kamera hier rumgefahren bin und ja, er meinte so, ja, was machst du denn da mit der Kamera? Und dann fand er voll witzig. Und ich so, ja, da muss man schon drüber stehen. Sieht schon immer ein bisschen komisch aus, wenn du jetzt so rumfährst und die Kamera hängt da, die Leute gucken immer so und denken, was an einer Waffel oder so. Mit wem spricht der da? Aber ich habe dann nachher gesehen, dass es ganz gut voranging eben halt und es immer mehr Abonnenten gab. Und ich habe mich so gefreut, bis ich nachher die ersten 100 Abonnenten hatte. Und so hat man sich dann immer weiter vorausgekämpft. Ich habe dann auch immer ich mache mir echt viel Mühe und viel Gedanken immer. Was kann ich euch da draußen bieten und zeigen, weil sonst wird es ja auch langweilig, Ja, und das will ich ja auch nicht, weil dass man einfach nur, wie gesagt, nichts bietet. Und das ist ja auch, würde ich mir ja auch nicht anschauen. Ich denke das immer andersrum immer, das ist das Beste. Und dann mache ich mir immer Gedanken, wie gesagt, ich war glaube ich der Erste, der sowas gemacht hat mit so einem Kostencheck da draußen, mit M3. Weil viele kannten sich ja gar nicht aus beim M3, wie teuer das überhaupt ist und Versicherung und Steuern. Da hatte ich ja ein paar Videos drüber gemacht. Die kamen richtig gut an. Dann habe ich so Kaufberatungsvideos gemacht, die kamen auch richtig gut an. Dann mein erstes Video, muss ich noch grinsen, das war, als ich den 535 Diesel hatte ich dann so einen Tick gehabt, ja, eine Steigerung zum Diesel, das war der M550D mit 381 PS damals, der Tri-Turbo. Und den wollte ich auch unbedingt mal fahren, so den Unterschied zu sehen zum 535 Diesel und den 550 Diesel. Und das war auch schon geil. Da habe ich auch ein Video gemacht von der Probefahrt, das verlinke ich hier oben auch nochmal, könnt ihr euch mal anschauen. Das war so mein erstes großes Video, was so groß rauskam. Ich glaube, es hat jetzt über 150.000 Abonnenten. Für mich damals unter 1000 Abonnenten war es ja gigantisch. Wenn du so überlegst, du hast gerade mal, was weiß ich, hatte ich ein paar hundert Abonnenten und da gucken sich Leute das Video an, was über 100.000 Aufrufe hat. Und das fand ich schon geil, weil das macht schon echt viel Spaß zu sehen, dass wenn du was machst, dass das ja gut ankommt und den Leuten gefällt und du diskutierst auch darüber. Und ich versuche immer, mich zu verbessern. Und wenn man sich die anderen Videos von mir anschaut, die ersten Videos, wie die Soundqualität ist, ich hätte kein Mikro gehabt, ich hätte keine vernünftige Kamera, ich habe das einfach nur mit dem Handy gefilmt. Und das war so wackelig, keine Bildstabilisation, du hast nichts gesehen, wenn du so Fahrtvideos gemacht hast. Also da ging schon viel rein immer halt. Und ich habe, wie gesagt, mich versucht immer zu verbessern und auch ganz viele andere Videos angeschaut da draußen.
bei YouTube und was machen die anderen so, was kann ich noch machen. Und ja, ich glaube schon, dass euch das da draußen ganz gut gefällt. Und das macht mir eben super viel Spaß. Und welches Video noch von mir sehr gut ankam, ist halt von meinem 535 Diesel in Motorschaden. Der kam auch richtig gut an, auch über jetzt 100.000 Aufrufe, ich glaube 130.000, 140.000. Und da war ich auch so geflasht, dass ich nicht alleine da draußen bin, also der so einen Motorschaden hat. Ich dachte mir, das ist so super selten mit dem Motorschaden. Und ja, aber das wäre echt nicht so, weil schaut euch mal das Video an mit meinem Motorschaden, ich verlinke das auch nochmal. Wie viele Leute, wie viele Tausende von Kommentaren da drunter stehen, die alle Motorschaden haben oder Probleme mit BMW. Dann dachte ich mal, das kann doch nicht sein. BMW ist doch einmal eine super Marke und eigentlich zuverlässig und so kannte man das damals von den alten BMWs, waren der Sechszylinder eben halt. Und die sind ja nie kaputt gegangen. Du machst da einen vernünftigen Ölwechsel, Zündkerzen und die ganze Service normal und die halten ja 300.000, 400.000 ohne Probleme. Aber das hat sich so alles gewandelt. Also so gut wie damals sind die wohl nicht mehr, die Motoren. Ja. Upsala. Jetzt muss ich mal hier drehen, aber ich will mir natürlich wieder was abwählen. Wo bin ich natürlich sonst? Und ja, das macht mir einfach super viel Spaß. Und ich bin mal gespannt, was so die nächsten Jahre noch so gibt. Und ja, ich würde mich einfach freuen, dass ihr mal drunter schreibt, was euch am besten gefällt und was euch vielleicht gar nicht bei mir gefällt am Kanal von mir. Wo könnte ich mich verbessern noch? Welche Themen möchtet ihr sehen fürs nächste Mal? Und ja, ich nehme ja alles auf und ich beantworte auch jeden Kommentar, soweit ich es kann, sobald es jetzt keine blöden Kommentare sind. Aber die beantworte ich auch mit ein bisschen Humor, das ist überhaupt kein Problem. Ja, das war so ein kleiner Einblick von mir. Und ich wollte mich nochmal super bedanken, dass ihr immer meinen Kanal abonniert habt und meine Videos so zahlreich schaut. Das ist für mich immer noch was Besonderes und echt super cool, dass man sowas erreicht von zu Hause, eben halt mit viel Zeitaufwand ist es schon. Darauf wollte ich nochmal kurz sagen, also die Videos schneiden, am Anfang habe ich schon mehrere Abende in der Woche verbracht, das stimmt schon. Bis man sich da reingearbeitet hat in die Software, in die ganzen Schnittprogramme, dann, das ist nicht einfach mal so. Ich will auch nichts dahin klatschen, meistens wenn es mir nicht gefällt, das Video, dann lade ich das auch nicht hoch. Dann gehe ich da so lange dran und bearbeite das und mache dann vielleicht andere Überblendungen, andere Informationen mit rein, andere Musik. Das muss für mich alles so passen und stimmen. Also da bin ich schon sehr anspruchsvoll an mich selber an, also dass meine Videos immer gut sind. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, dass man das so hat. Also dass man dann nicht einfach sagt, ja komm, lade ich hoch, scheißegal. Nee, das ist bei mir nicht so. Das soll so auch nicht sein. Ja, das ist so, was heißt Nachteil, aber so Zeitaufwand, das ist das Einzige so, was viel in Anspruch nimmt. Meine Freundin regt sich schon immer drüber auf, aber die weiß, dass ich so ein bisschen bekloppt bin. Und dann ist das in der Woche auch nicht so schlimm, weißt du, sie geht schlafen und ich gehe schneiden. Dann gehört das dazu. Ja, sie muss so ein bisschen früher aufstehen als ich und dann geht das immer ganz gut. Ja, und wie gesagt, mich würde es einfach draußen interessieren, was ihr euch noch wünscht für die Zukunft, welche Themen, mehr so Do-it-yourself-Videos, so Einbausachen oder mehr so Fahrvideos aus der Ich-Perspektive, diese Point of View. Das kam ja ganz gut an. Mehr weitere aus der M-Gruppe, so Fahrzeugvorstellungen. So, das kommt natürlich noch weitere. Dann vielleicht ein bisschen mehr von E36, E46 Modellen, da wollten wir auch noch was machen. Ja, und das soll es auch eigentlich gewesen sein. Die gucken schon alle wieder, weil ich hier bei Subway gerade stehe und in die Kamera quatsche. Aber das soll mich ja nicht interessieren. So, ich würde mir jetzt einen Sub holen. Einen schönen, fetten Tuna-Sub. Das schmeckt immer sehr gut. Und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wir haben ja bald, geht's auf die Weihnachtszeit zu. Freue ich mich schon drauf, ein paar Feiertage zu haben, ein bisschen runterzukommen. Und ja, wünsche euch alles Gute, egal wann ihr das Video seht. Und ich freue mich wie immer über Like, einen Kommentar auch. Und ein Abo ist natürlich auch super gern gesehen. Ne? In dem Sinne wünsche ich euch was und ich sag mal bis die nächsten Tage. Aber haut rein. Ciao.